mitgebracht. Es ist was Schlimmes passiert. Blippi, was ist denn passiert? Garamara Ram ist auf dem Weg zu euch nach Hause. Meinst du den Salzstreuer und Honigtopf? Ja, genau. Garamara Ram. Und ihr müsst sie mit der Kamera überwachen. Hier sind eure Kameras und die müsst ihr im ganzen Haus aufstellen. Die erste Kamera stellen wir hier in den Eingang, damit wir sehen, wenn Garamara Ram kommt. Die zweite Kamera stellen wir hier im Wohnzimmer auf, damit wir alles im Blick haben. Eine Kamera verstecken wir hier in der Küche. Zur Sicherheit stellen wir in der Küche noch eine zweite Kamera auf, falls Garamara Ram anfängt zu kochen. Alle Kameras sind jetzt aufgebaut und ihr schaut das Video bis zum Ende und abonniert diesen Kanal. Und wir zwei gehen jetzt mit euch in den Keller und schauen, ob die Kameras funktionieren. Wir sind jetzt im Keller, hier sind wir geschützt und wir schauen mal, ob unsere Kameras funktionieren. Kamera 1 steht bei uns im Eingangsbereich. Ihr seht es, hier ist keiner, dann schalten wir mal direkt auf Kamera 2. Die ist im Wohnzimmer, da sehe ich auch überhaupt niemanden. Wir haben ja noch in der Küche eine Kamera installiert, dann schalten wir direkt auf Kamera 3. Da sind sie! Garamara Ram, ihr seht es, der Salzstreuer und der Pfefferstreuer. Genau bei uns in der Küche und sie kämpfen gegeneinander, aber warum? Der Honigtopf besiegt gerade den Salzstreuer. Warum kämpfen die denn überhaupt gegeneinander? Es sind doch Freunde. Ich dachte auch, das sind Freunde und hier ist Tung 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 Sahur und versucht die auseinanderzuhalten. Aber sie kämpfen immer weiter, die lassen einfach nicht von ihrem Streit ab. Schau mal, was der Salzstreuer macht, ich kann gar nicht hingucken, er greift den Honigtopf an. Und natürlich mit Salz in den Augen und alles. Oh nein! Der Honigtopf weint und sagt, bitte tu mir nichts an. Aber warum streiten die denn? Die sind doch in der Küche und waren immer Freunde. Ballerina Cappuccina? Will sie vielleicht auch den Streit schlichten? Wahrscheinlich, Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Schaut dieses Video bis zum Ende und lasst ein Abo da. Und natürlich auch ein Like da lassen. Wir überwachen mit der Kamera. Sie brennen, der Salzstreuer brennt. In unserer Küche, du siehst es doch. Aber der Honigtopf rettet ihn? Brr, brr, Pater Ping ist auch bei uns in der Küche. Und er hat irgendwas an die Wand gehängt. Natürlich, sie kochen was bei uns. Okay, was machen die denn da? Der Salzstreuer benutzt einen Salzstreuer? Ja, aber sie kochen Hähnchen. Okay, wir schauen weiter. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Jetzt schau mal, was passiert mit dem Hähnchen. Sie streiten sich wieder um das Hähnchen. Natürlich, der Honigtopf will natürlich Honig über das Hähnchen kippen. Und der Salzstreuer will Salz über das Honig streuen. Aber die haben eine gute Lösung gefunden. Die haben einfach beides drauf gemacht. Das schmeckt doch bestimmt auch gut. Was macht der Brr, Brr, Pater Ping da? Ich glaube, der freut sich und der bedient irgendjemand. Echt, aber wen denn? Da! Natürlich die Giraffe im Melonenkostüm. Mit einem Astronautenhelm. Wer kennt sie denn nicht? Die Frage ist, ob ihr das Hähnchen schmeckt. Es ist natürlich frisch gekocht von den zwei. Ich glaube nicht. Brr, brr, Pater Ping hat beide aus unserer Küche geschmissen. Das bedeutet, Garamara Ram sind jetzt arbeitslos? Das kann doch nicht sein. Salz und Honig und die sind nicht mehr in der Küche. Was sollen die denn sonst machen? Ihr seht hier mit uns über die Überwachungskameraaufnahmen. Ihr müsst unbedingt das Video bis zum Ende schauen. Es wird spannend. Die befinden sich nämlich gerade über uns in unserer Küche. Und sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen und gehen getrennte Wege. Das heißt, sie sind keine Freunde mehr. Aber doch auf jedem Bild, egal was man von den beiden sieht, sind sie immer zusammen und jetzt gehen sie getrennte Wege. Du hast recht. Der Honigtopf, der macht jetzt was Eigenes und der Salzstreuer macht auch was Eigenes. Das heißt, sie wollen irgendwas eröffnen mit Essen, aber sie streiten sich wieder, weil ihre beiden Shops nebeneinander stehen. Natürlich, der Honigtopf verkauft Honig und der Salzstreuer verkauft Salz. Und deshalb will jetzt auch noch ein Kunde und die streiten sich um den Kunden. Liri, Liri, Larila geht zum Salzstreuer. Und hat sogar was gekauft. Und du siehst es, der Salzstreuer lacht ihn aus. Und jetzt pass auf, der erste Kunde bei Garamara Ram Honig. Und jetzt kommen ganz viele. Tralalero, tralala. Tung, 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 Sahur. Trippi, Troppi. Jetzt kommt drauf an, wo sie was kaufen. Okay, Tralalero, tralala hat Lust auf Süßes. Aber was passiert mit dem Salzigen? Wir wissen es nicht, wir schalten nicht ab. Er startet die Drohne. Ihr kennt doch alle eine Drohne. Drohne überwacht Garamara Ram. Nein, er hat das ganze Essen von dem Salzstreuer kaputt gemacht. Er hat es von salzig zu süß umgewandelt. Und das mit einer Drohne. Dieser Film ist so krass. Und jetzt brennt der Salzstreuer alles nieder. Und jetzt streiten sie sich wieder wie am Anfang. Und das alles auf Kamera aufgenommen. Warum? Es ist eine geheime Kamera in unserer Küche, weil wir wollten wissen, was Garamara so alles produzieren kann. Ihr habt es ja gesehen, wie wir die Kameras aufgestellt haben am Anfang und das ist jetzt live.
Jetzt kommt wieder der ganz große Streitschlicher, nämlich Brr Brr Patapim. Der hat sie doch aber erst gefeuert. Ja, natürlich, weil sie sich gestritten haben. Und schau mal, wie lang die Schlange im Restaurant ist, wo früher Garamararam gearbeitet hat. Und die arbeiten nicht mehr dort. Heißt es, dass jetzt alles besser ist? Nein, sie wurden wieder eingestellt. Deshalb läuft der Laden so gut. Und Tralalero Tralala ist ganz glücklich. Natürlich Tralalero Tralala, der Haifisch mit seiner Freundin. Jeder kennt doch den Haifisch. Der hat jetzt einen vollen Magen, ist nicht mehr hungrig und deswegen hat er sich gerade frisch verliebt. Aber in wen hat er verliebt? Nein! In Ballerina Cappuccina, habt ihr das Habt ihr gerade diese Bilder gesehen? Das mag Tung 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 Sahur gar nicht und Assassino auch nicht. Und jetzt ist die Freundin von Tralalero Tralala richtig böse. Ja, natürlich, sie ist wütend, weil diese Bilder hat jeder gesehen. Da ist das Bild. Schau dir das an, Tung 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 Sahur hat sich daran gerecht. Natürlich wollte er, dass sie sich trennen. Ja, weil die beiden sind zusammen. Sie gehören zusammen. Tralalero Tralala und seine Haifischfreundin. Und schau dir das mal an, Tung 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 Sahur ist der Verräter und versucht sie jetzt zu trösten. Aber ich verstehe nicht, warum Tung 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 Sahur überhaupt da was mit zu tun hat. Tung 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 Sahur ist doch auch mit Ballerina Cappuccina zusammen. Er will natürlich Tralalero Tralala eifersüchtig machen, indem er jetzt seine Freundin wegnimmt. Jetzt kommt es hier zum nächsten Streit zwischen Tralalero Tralala und Tung 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 Sahur. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das alles nur wegen dem Essen von Garamararam. Was Essen alles so bewirken kann, es ist Honig und Salz. Das ist eine richtig schlechte Kombination. Ich weiß doch auch nicht, was passiert noch alles. Ihr seht es hier, die streiten gerade darum, wer die neue Freundin ist. Oh nein, es gibt ein Geschenk sogar für die Freundin von Tralalero Tralala. Wir wissen ja, dass Tung 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 Sahur eigentlich in Ballerina Cappuccina verliebt ist. Aber was sehen wir denn da gerade? Tung 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 Sahur ist mit Tralalero Tralalas Freundin zusammen. Und du siehst es, Tralalero Tralala rächt sich an Ballerina Cappuccina. Jetzt treffen die sich beide auf dem Spielplatz und haben eine schöne Zeit zusammen. Eine verkehrte Welt, hier ist irgendwas komplett falsch. Und jetzt haben sie ein Candlelight-Dinner. Tung 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 Sahur mit Tralalero Tralalas Freundin. Und das alles nur, weil Ballerina Cappuccina sich einen Scherz erlaubt hat und so ein Bild gepostet hat. Die wollen heiraten. Es gibt hier eine absolute Verlobung. Mit der Freundin von Tralalero Tralala. Das ist komplett neu hier bei uns. Die zwei Haifische gehören zusammen. Doch nicht die beiden, nicht der Baseballschläger mit der Freundin von Tralalero. Habt ihr es gesehen? Tralalero Tralala hat es verhindert, dass Tung 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 Sahur sie küsst. Und das Gute ist, Tralalero Tralala liegt jetzt einfach auf dem Boden. Oh mein Gott, Tralalero Tralala hat Tung 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 Sahur wirklich eine runtergehauen. Ich glaube, der will sich jetzt bestimmt rächen. Schau mal, Tung 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 Sahur hat sich wirklich verliebt. Ja, aber in wen denn? In die Ex-Freundin von Tralalero Tralala. Die passen doch überhaupt nicht zusammen. Aber ihr seht es hier, das ist live bei uns auf den Kameras. Tung 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 Sahur gehört doch zu Ballerina Cappuccina und nicht zu Tralala Tralala Freundin. Ich bin so froh, dass wir die Kameras aufgebaut haben und dass ihr dieses Video noch bis jetzt schaut. Schaut auf gar keinen Fall ab. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Solche geheimen Aufnahmen von der ganzen Familie hatten wir schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Vor allem, wir haben so viele Kameras aufgebaut, dass wir alle Winkel im Blick haben. Jetzt eskaliert der Streit und jetzt kommt auch noch die Ex-Freundin von Tung 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 Sahur. Die sieht sogar so aus wie Tung 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 Natürlich, Sahur. die passen noch viel besser zusammen. Zwei Baseballschläger und zwei Haifische. Dann wäre es eine normale Welt. Was ist hier los? Das ist das verrückteste Video, was wir hier jemals auf diesem YouTube-Kanal hochgeladen haben. Das ist einfach eine komplette Liebesgeschichte, die aber ein falsches Ende hat. Aber jetzt sind wieder die zusammen. Ich glaube, jetzt passiert das Wunder, das wir überhaupt erst erlebt haben. Oh mein Gott, das Kind von Tralalero Tralala kommt jetzt sogar. Und jetzt kommen die Kinder erst raus. Tung 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 Husahur als Baby, Tralalero Tralala als Baby. Die armen Babys, die tun mir wirklich leid, dass sie sowas miterleben müssen. Aber das ist doch schön, dass die Kinder immer noch Spaß zueinander haben. Alle lachen, alle haben eine gute Zeit. Ihr seht es, sie essen sogar den Burger von Garamararam. Ganz genau, dieser Burger wurde mit Honig und Salz gemacht. Und das alles nur wegen Salz und Honig. Damit hat es angefangen mit Garamararam. Es ist einfach verrückt, was hier los ist in diesen Aufnahmen. Deshalb sind die Babys auch alle so glücklich, weil sie ein gutes Essen haben und die Familien alle wieder zusammen sind. Aber jetzt weint das Baby von Tralalero Tralala. Aber als einzigster, warum ist er ganz alleine dort? Er wurde gemobbt von den anderen Kindern. Da ist Baby Ballerina Cappuccina. Ihr habt es gesehen und sie will wahrscheinlich jetzt Tralalero Tralala trösten. Und nein, kommt da etwas, die nächste Liebesgeschichte? Oder das ist der Flashback, deswegen wissen wir, warum die sich verliebt haben. Natürlich, und deswegen haben sie sich auch vorher dafür gestritten. Das ist der Rückblick, wie cool ist das denn? Ihr seht es, da ist die Frau von Tralalero Tralala und das Baby Tralalero Tralala.
Aber die zwei, die sind wirklich super süß und sympathisch. Die wissen noch gar nicht, dass wir alle hier im Keller versteckt sind und uns die geheimen Kameraaufnahmen anschauen mit euch zusammen. Zum Glück seid ihr da. Schaltet auf gar keinen Fall ab. Schaut dieses Video bis zum Schluss. Es ist wirklich super spannend. Und die Frage ist, was macht jetzt hier Baby Tralalero Tralala? Wir dürfen nur nicht zu laut sein, sonst hören die, dass wir im Keller sind und dann kommen sie vielleicht runter und tun uns was an. Was? Die haben eine Schule aus unserem Zuhause gebaut? Wie geht denn sowas? Die sitzen jetzt alle in der Schule bei uns im Wohnzimmer. Zum Glück haben wir da eine Kamera aufgebaut. Die haben eine Tafel ins Wohnzimmer gestellt, Stühle rein und jetzt unterrichten die da privat? Der Platz ist auf jeden Fall da bei uns im Wohnzimmer. Privatunterricht ist doch wirklich schön. Und das sind alle Bombardino, Krokodilo, Pataping, Assassino, Cappuccino. Ich hoffe aber nicht, dass die jetzt unsere Wände vollschmieren mit Farbe. Nein, dafür haben sie zum Glück extra Tische, weil sie müssen ja in der Schule auch irgendwas aufschreiben. Okay, aber guck mal, jetzt putzt sie sogar den Fleck von Tralalero Tralala weg. Da sieht man schon das erste Kontakt zwischen Ballerina Cappuccino und Tralalero Tralala. Sie ist wirklich fürsorglich. Sie kümmert sich um das Baby Tralalero Tralala. Deshalb gab es auch echt so viel Streit wegen der Liebesgeschichte. Schon damals in der Schule haben sie sich gut verstanden. Sollen wir mal auf eine andere Kamera umschalten und auf dieser Kamera bleiben? Wir können auch gern mal aus dem Klassenzimmer rausgehen und schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Aber es ist gerade so spannend. Wir schalten gleich um, okay? Wir schalten gleich auf eine andere Kamera. Was ist denn mit Pataping und Assassino Cappuccino los? Die lachen hier gerade Tralalero Tralala als Baby aus. Und seht ihr das? Er heult, er weint und geht jetzt einfach in die Ecke. Natürlich, Cappuccino Assassino ist ja richtig böse, wenn er erwachsen ist. Das wissen wir doch. Aber Tralalero Tralala ist auch böse, aber immerhin Ballerina Cappuccino tröstet ihn. Okay, und der Lehrer, der ermahnt beide. Na natürlich, man darf doch nicht irgendeinen kleinen Jungen ärgern. Der Lehrer schickt beide zum Nachsitzen. Aber die streiten sich trotzdem. Oh Gott, die schlagen sich. Oh mein Gott, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Und Tralalero Tralala und Cappuccino Cabarina, die sitzen einfach zu und schauen zu. Die lachen natürlich die zwei aus, weil die haben hier die zwei gemobbt. Aber ihr seht schon, wer hier der Stärkere ist. Tung 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 Sahur hat einfach alle angehoben. Mit der Hilfe von Baby Bombardino Krokodilo. Und am Ende reißt dem Lehrer, er schickt einfach alle raus, bis aus Ballerina Cappuccino und Tralalero Tralala. Und Tralalero Tralala liebt die kleine Ballerina Cappuccina. Ja natürlich, deshalb haben wir es ja auch schon am Anfang gesehen, wie die sich alle gestritten haben. Wahre Liebe kennt keine Grenzen, Leute. Aber ich muss sagen, es sind echt krasse Liebesgeschichten, die es da drin gibt. Schau mal, da läuft sogar richtig laute Musik in dem Klassenzimmer. Ja, ist auch eine Balletttänzerin. Was braucht sie? Musik und dann kann sie Ballett tanzen. Und jetzt steht sie auf ihren Fußspitzen und dreht sich. Sie muss ihren Belly tanzen, ist doch klar. Und guck mal, wie traurig er immer noch guckt. Sie versucht ihn aufzuheitern, aber es funktioniert nicht. Aber im Nachhinein muss ich zugeben, die sehen schon aus wie das perfekte Paar. Als sie noch jung sind, aber später wissen wir ja, dass Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccino ein Paar werden. Ja, und Tralalero Tralala eine eigene Freundin hat, die auch aussieht wie ein Haifisch mit Schuhen an. Schau dir das mal an, der Lehrer gibt ihnen sogar die Goldmedaille. Natürlich, weil sie das beste Paar sind. Wie cool ist das denn? Und jetzt kommt die Mutter von Tralalero Tralala rein. Ja, und was machen die jetzt? Sie umarmen sich. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Deshalb frage ich mich, warum die alle streiten. Die Mutter hat den Vater rausgeschmissen. Ihr seht es, hier ist Tralalero Tralala, er ist ganz alleine. Ja, aber die sind jetzt auf einem Friedhof. Und jetzt? Oh nein, da ist Tung 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 Sahur. Und jetzt kommt dieser Streit wieder zurück. Tung 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 Sahur mag das Kind von Tralalero Tralala nicht. Ich weiß doch auch nicht, oh nein. Aber welcher erwachsene Mensch tut irgendwelchen Kindern was an? Tung 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 Sahur mit seinem Baseballschläger. Ich kann gar nicht hingucken, es ist viel zu gruselig. Ich hoffe, Tung 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 Sahur bekommt eine Rache. Jetzt wissen wir, wer der Böseste im ganzen Film ist, nämlich Tung 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 Sahur. Ihr seht es hier wirklich. Sein Baseballschläger ist gebrochen. Perfekt, lasst ein Like dafür da, dass Tung 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 Sahur irgendwas passiert ist. Tralalero Tralala muss diesen Kampf gewinnen. Tung 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 Sahur ist sehr böse. Du siehst es, natürlich hat Tung 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 Sahur Tralalero Tralala seinem Kind was angetan. Und jetzt beißt er genau in Tung 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 Sahur rein, in den Baum. Und dann! Nein! Nein, pass auf, pass auf! Achtung! Nein!